Gut, 16:31 Uhr. Ich bin sozusagen ungewohnt hier für alle Zuschauer, weil ich heute Herrn Gründling vertreten darf. Herr Gründling hatte zunächst Staatsexamen, ist dann jetzt aber auch noch krank geworden. Das heißt, er kann wirklich nicht, er hat keine Stimme. Ich habe ihn noch gefragt, ob er es dann von zu Hause aus machen möchte, aber das funktioniert so nicht. Also gehe ich in die Bütt für ihn und ich darf Sie ganz herzlich allesamt zur Sepsis-Akademie im Monat Dezember 2022 begrüßen. Wir zeichnen das hier auf und es ist auch gleichzeitig in einem Livestream auf YouTube, nur dass Sie alle Bescheid wissen, dass das so ist. Und ich darf Ihnen allen ganz herzlich, das ist mir eine besondere Freude, Herrn Fabian Linderz vorstellen. Der ist der Gründungsprofessor des One Health Helmholtz Instituts hier in Greifswald, frisch gegründet. Und ich glaube, ich darf sagen, dass alle sehr, sehr stolz waren, dass wir sie hierher holen konnten nach Greifswald. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Zucker um den Mund schmieren, aber so ist das, glaube ich. Ich habe das mitbekommen in der Zeit und alle waren sehr froh, dass Sie die Zusage gemacht haben. Ich glaube, Herr Linderz, Sie können sich und das, was Sie machen, am besten selber vorstellen. Ich will aber noch kurz etwas sagen, dass Sie im Dezember 2020 in die von der WHO zusammengestellte 10-köpfige Expertengruppe berufen worden sind, die den Ursprung der Covid-19-Pandemie erforschen soll. Nur damit alle wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Herr Linderz, ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt das Mikrofon übernehmen. Sie sind freigeschaltet, Sie können auch Ihren Vortrag dann selbstständig starten. Zumindest sollte das so sein. Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für die Einladung zum Vortrag hier in dieser Runde. Ich habe mich erst ein bisschen gewundert, habe gedacht, haben die sich jetzt vertan? Weil mit der Sepsis, der ist bekannt als Tierarzt und Familienvater und so weiter, dass das ein sehr großes, wichtiges Thema ist. Aber ich persönlich habe sehr wenig Berührungspunkte zum Glück in meiner Forschung, vielleicht in der Zukunft, auch vielleicht zusammen mit einigen von Ihnen. Das wird mir auch eine große Freude sein. Vielleicht finden wir ja auch Anknüpfungspunkte in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten, die da kommen. Aber wie erwähnt, wir sind ja ganz neu hier vor Ort. Wir sind Anfang des Jahres gegründet worden und sind noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ja, also das heißt, verzeihen Sie uns, auch wenn wir noch nicht auf Sie zugekommen sind, für spezifische Themen. Das kommt dann alles, aber im Augenblick sind wir dabei, administrative Vorgänge, das Thema Bau hier in Greifswald und so weiter massiv anzugehen. Und Sie können sich vorstellen, dass es nicht einfach ist, so ein komplett neues Institut aus dem Boden zu stampfen, auch wenn wir sehr gute Unterstützung von Seiten der Unimedizin und der Uni Greifswald sowie auch dem Friedrich-Löffler-Institut natürlich haben. Genau, also wir sind neu hier. Ich selber seit ziemlich genau einem Jahr jetzt vor Ort und dann haben wir ein Konzept entworfen für das Institut. Es wurde begutachtet und dann gab es Anfang dieses Jahres die offizielle Gründungsfeier. So, ich würde dann jetzt aber auch direkt einsteigen wollen und jetzt nicht zu sehr, hören Sie mich vernünftig an? Ne? Ja, wir hören Sie und wir sehen Ihren Bildschirm. Gut, wunderbar. Dann nicht zu sehr jetzt über Definitionen, aber nur ganz kurz und auch vielleicht aufgrund der Beiträge des Publikums doch einmal kurz in den Begriff One Health eintauchen. Es gibt und es gab sehr viele verschiedene Definitionen One Health. One Health ist halt so ein Begriff, ein Konzept, was jede oder jeder sich auch sehr schön für die eigenen Zwecke hin definieren kann. Und deswegen ist da einiges an Variabilität im Internet und in verschiedenen Statements zu finden. Was ich sehr begrüßt habe und sehr begrüße, ist, dass es tatsächlich die WHO, die OIE, UNEP, also United Nations Environmental Program und die FAO
es geschafft haben, zusammen ein Gremium zu formen, das sogenannte One Health High-Level Expert Panel, in dem für Deutschland Thomas Mettenleiter, der Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts, auch vertreten ist und sogar Co-Chair ist. Und die haben sich angeschaut, was gibt es denn an verschiedenen Definitionen und kann man da nicht übereinkommen, was eben eine bessere Definition angeht. Und das hat dann einiges länger gedauert, als die Kolleginnen und Kollegen gehofft hatten, denn da gibt es eben aufgrund der Breite des Konzeptes viele verschiedene Meinungen zu. Ganz kurz zusammenfassend, also diese Definition findet man natürlich sehr schön online, in der Kompletttext, aber was wichtig ist, habe ich hier mal rausgegriffen, dass wir eben einen integrierenden und einen zusammenfassenden Ansatz haben, um eben optimale Gesundheitsergebnisse zu erreichen für Mensch, Tier und Umwelt, dass wir auch anerkennen, dass es Verbindungen gibt zwischen diesen drei Sektoren, dass wir verschiedene Sektoren, Disziplinen, aber auch Ebenen der Gemeinschaft, der Communities brauchen, um eben das Thema One Health anzugehen, um eben dann unsere gemeinsamen Bedürfnisse für gesünderes, nicht nur Lebensmittel, Wasser, Energie, Luft, das geht also wirklich sehr breit in alle Bereiche hinein zu erreichen. Das haben die zum Glück, da Worte immer relativ sperrig sind, auch hier nochmal grafisch dargestellt, wo man eben sieht, wir brauchen also die Menschen mit seinen sozialen Faktoren, mit seiner Gesundheit. Wir brauchen die Umwelt inklusive Klima, Mikroklima, Gesamtklima. Wir brauchen die Tierwelt, und zwar nicht nur die Tiermedizin, sondern eben auch die Ökologie, die Artenzusammensetzung spielt eine wichtige Rolle. Der Kontakt wiederum zwischen Mensch, Tier und Umwelt und die Beeinflussungen dort in alle möglichen Richtungen. Dann brauchen wir eine Kooperation über Sektoren hinweg und eine Koordination. Und zwar die Koordination, das sehen Sie auf der rechten Seite, über verschiedene Ebenen der Gesellschaft hinweg. One Health findet natürlich im Praktischen statt, in unserem alltäglichen Leben. Eigentlich fast egal, was für einen Beruf man ausübt oder wo man sich bewegt. Aber es betrifft natürlich auch die lokale, die regionale und die globale Politik. Ja, es gibt ein Sprichwort, was heißt One Health in all Policies. Das heißt, dieser Gedanke, dass wir eben über den Tellerrand hinaus gucken müssen, sollte auch bei den großen Entscheidungsträgern Einzug halten. Was dann wichtig ist, ist eben diese Koordination und die Kommunikation. Das klingt so einfach hier. Klar, dann reden halt die Humanmediziner mit den Tierärzten, Tierärztinnen und den Umweltleuten. Ich habe bereits 1999, als ich meine Doktorarbeit angefangen habe, diesen Spagat am eigenen Leibe quasi erleben dürfen. Ich habe eine Doktorarbeit gemacht zwischen dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, das sind also Primatenforscher, Verhaltensforscher, und dem Robert-Koch-Institut, wo Professor Pauli mich damals aufgenommen hatte, mit der Meinung, klar, HIV kommt ja vom Schimpansen, das wurde damals so gerade entdeckt, da kann man bestimmt was machen. Und ich habe dann in Diskussionen zwischen diesen zwei großen Instituten gemerkt, dass oft der gleiche Begriff zwar verwendet wird, aber was völlig anderes auch bedeuten kann. Das heißt, Kommunikation ist wesentlich wichtiger, als wir dachten. Und dann eben die Identifizierung auch gemeinsamer Ziele, um zusammen diese Kapazitäten für One Health aufzubauen. Und das ist eben dann die Wahrnehmung, dass wir natürlich gesündere Menschen haben, wenn wir gesündere Ökosysteme um sie drumherum haben, inklusive einer gesünderen Tierwelt. Das klingt alles sehr offensichtlich. Aber in der Praxis ist es auch nicht immer ohne Herausforderung, das umzusetzen. Wie gesagt, das bewegt sich auf vielen verschiedenen Ebenen. Meine Sorge ist im Augenblick, dass das Thema One Health für unglaublich viele Vorträge, Initiativen, so weiter, Policy Statements genutzt wird. Aber uns fehlen noch viele Beweise, dass die Dinge wirklich funktionieren. Ja? Auch wenn es offensichtlich ist, wir haben eine große Biodiversität, das verdünnt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Erreger auf uns überspringen und so weiter. Aber wie gesagt, die konkreten Beispiele, wenn man diesen Vorträgen mal zuhört, sind immer die gleichen
5 bis maximal 10. Und ich glaube, da bauen wir leider auf sehr dünnes Eis. So, wenn man sich das anschaut, auch in seiner Komplexität, dieses große Gesamtkonzept, wird auch klar, dass dieses natürlich auch schon in der Policy verankert ist. Denn wir haben die Sustainable Development Goals, die von den United Nations eben formuliert worden sind. Und viele dieser großen Ziele werden mit einem One Health-Konzept natürlich in Angriff genommen. Und zwar nicht nur eben hier Ziel Nummer 3 mit Good Health and Well-Being, sondern eben auch die Frage der Ernährung, auch die Frage von Leben auf Land, unter Wasser, Umwelt und so weiter. Das heißt, hier haben wir sozusagen schon die Vordefinition dieser Ziele auch früh verankert gehabt. So, das nur, um Ihnen hoffentlich klar zu machen, wir haben ein sehr breites Konzept und wir müssen aufpassen, dass man nicht den Vorwurf kriegt, ihr könnt ja jetzt nicht mit diesem Konzept mal eben die Welt retten. Wie kommt mir denn wirklich in die Translation und wie in die Anwendung? Und da ist es sehr wichtig zu verstehen, das One Health-Konzept ist nicht nur dafür da, um Zoonosen, antimikrobielle Resistenzen, Infektionskrankheiten zu bekämpfen. Das One Health-Konzept zum Beispiel kann auch dafür genutzt werden, um sich das Interface anzuschauen zwischen gesünderer Natur und Waldspaziergängen. Ja, das ist auch One Health. Da gibt es auch gerade hier im Greifswald mehrere Kolleginnen, die sich für One Health in der Region hier Mecklenburg-Vorpommern sehr einsetzen, interessieren. One Health kann auch über Toxine gehen. Ja. Also das ist also wirklich ein Konzept, was man dann für spezifische Fragestellungen anwenden kann. Und das, was uns hier am Helmholtz-Institut für One Health mit unseren Gründungspartnern, auf die ich gleich zu sprechen komme, besonders interessiert, sind halt die Zoonosen. Denn hier ist es nicht so, wie Sie auf dieser Abbildung sehen, die viel genutzt wird und lustigerweise sogar vom United Nations Environmental Programm publiziert wurde, dass wir das Tier und den Menschen haben und die ganzen bösen Tiere geben die Krankheiten dann zu Menschen. Nein, diese Tiere leben in einer Umwelt und ihre Zusammensetzung und ihr Vorkommen wird natürlich von Umweltfaktoren beeinflusst. Denken Sie an die Veränderungen in der Vektorenzusammensetzung, die ganzen verschiedenen Mückenarten oder auch Erreger in Mücken, die wir aufgrund des milderen Klimas jetzt nach Europa hinein sehen. Denken Sie daran, wie Sie die Kleinsäuger-Community, also Mäuse, Fledermaus-Communities verändern, indem sie einen Lebensraum verändern durch Abholzung, durch verschiedene Arten der landwirtschaftlichen Nutzung. Und das sind natürlich dann Tiere, die auch Reservoire für den Menschen sein können. Was auch wichtig hier ist zu sagen, ist, dass dieser Pfeil in beide Richtungen gehen sollte. One Health ist per se kein anthropozentrisches Konzept, sondern es ist durchaus so, dass wir als Menschen auch Tiere gefährden können durch unsere Krankheitserreger. Und SARS-CoV-2 ist da eins der prominenten Beispiele. Wir wissen, das Virus zirkuliert inzwischen permanent bei bestimmten Hirscharten in den USA, verändert sich dort anders, als es sich beim Menschen verändern würde. Und es besteht das Risiko, dass es von dort aus auch wiederum zu den Menschen zurückkommt. Ja, das heißt, hier sollten wir eher einen Kreis, eine Zirkulation darstellen. Gut, nichtsdestotrotz, One Health-Konzept passt wunderbar zu dem Thema der Zoonosen, denn wir brauchen Umweltfaktoren, um die Biodiversität zu verstehen und damit auch Risiko für die Menschen und vice versa. Das andere Thema, wo One Health auch schon sehr lange diskutiert würde, gerade auf der Ebene der WHO, ist das antimikrobiellen Resistenzen natürlich ein klassisches One Health oder sagen wir eigentlich traditionell eher ein One Medicine Thema sind. Denn hier stelle ich jetzt so ein bisschen überspitzt dar, ist es so, dass als ich noch im Studium war, es immer hieß, die Humanmediziner sagen, wir Tierärzte und die Landwirte verfüttern sogar Antibiotika und behandeln viel zu viel, ohne zu diagnostizieren und sind für diese ganzen Resistenzen hauptsächlich verantwortlich. Und
Die Tiermediziner sagen wiederum, dass die Humanmediziner viel zu früh und viel zu leichtsinnig und ohne Resistenztestung Antibiotika einsetzen. Das war so ein bisschen so ein Blame-Game, was da stattfand. Das hat sich viel gebessert, hat sich auch sehr viel gebessert beim Einsatz der Antibiotika in der Tierhaltung und in der Tiermedizin. Aber hier wurde dann eben auch der Mensch und das Tier angeschaut, inklusive ihrer entsprechenden medizinischen Komponenten. Das heißt, auch hier ist das One Health-Konzept sinnvoll und wie ich später im Vortrag zeigen werde, total übersehen, aber wahrscheinlich auch extrem wichtig. Als Kofaktor zumindest ist die Frage, was passiert eigentlich draußen in der Umwelt, was passiert eigentlich in dem natürlichen Kampf um ökologische Nischen, wo natürlich auch Antibiotika quasi eingesetzt werden, natürlicherweise von Pilzen, andere antimikrobielle Substanzen eingesetzt werden, von den Bakterien selber, die ihre Nischen verteidigen. Das heißt, die Humanmedizin und die Tiermedizin sind eigentlich nur ein Teil eines großen Puzzles, was wir noch sehr, sehr wenig verstanden haben, nach meiner Wahrnehmung. Diese zwei Themen sind dann auch die Kernthemen des Helmholtz-Instituts für One Health, was eben jetzt hier in Greifswald gerade entsteht. Unsere Gründungspartner wurden teilweise schon bereits erwähnt. Wichtig ist natürlich, dass wir ein Institut des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig sind. Ja, also das HZI hat ja verschiedene Institute, zum Beispiel das HIPS in Saarbrücken, die neue pharmakologisch wirksame Substanzen untersuchen, gerade solche, die auch von Bakterien hergestellt werden, sehr interessante Partner für uns, mit denen werden wir eng zusammenarbeiten. Oder das HIRI, was RNA-basierte Forschung macht in Würzburg. So ein Institut, hoffentlich auch so erfolgreich und so groß wie die, soll hier eben zum Thema One Health entstehen. Aber unser Mutterhaus und unsere gesamte oder der Hauptteil der Verwaltung sitzt dadurch auch in Braunschweig. Das ist unsere legale Einheit. Dann haben wir die Universitätsmedizin, wo wir eben auch eine Co-Berufung haben für die Abteilung 2 zur antimikrobiellen Resistenzen und wo ich auch kooptiert bin. Dann haben wir die Universität Greifswald als weiteren Gründungspartner mit der breiten Expertise, zum Beispiel zu den ökologischen Fragestellungen. Und was ich auch natürlich sehr begrüße, das Friedrich-Loeffler-Institut mit einem starken Fokus auf die Tierseuchen. Denn auch hier ist es so, dass natürlich, wenn Sie in eine Gegend eine Tierseuche reinkriegen, die Ihnen alle Ziegen oder Schafe oder Hühner umbringen, dann fangen die Leute an, andere Proteinquellen zu nutzen. Und das zeige ich gleich noch ein paar Bilder zu. Es ist natürlich so, dass die Leute dann in manchen Gegenden dieser Welt nur die Chance haben auf zum Beispiel das sogenannte Bushmeat, also das Wildfleisch von Tieren aus den Urwäldern, darunter auch Nagetierfleisch oder Fledermaus, Flughundfleisch auszuweichen, was wiederum dann das zoonotische Risiko erhöht. Ja, das heißt, auch die reine Tiergesundheit ist ein sehr wichtiges One Health-Thema. Zusätzlich arbeitet das Friedrich-Loeffler-Institut natürlich auch selbst an Zoonosen und da etablieren wir auch gerade verschiedensten Teilprojekte zusammen. Ganz kurz zum geografischen Fokus, den wir haben werden. Wir werden hier in Mecklenburg-Vorpommern in der Region aktiv werden. Ein sehr wichtiger Partner für uns ist da die Study of Health in Pomerania, die SHIP-Kohorte, die ja auch an der UMG verankert ist und dort bei Ihnen wahrscheinlich auch breit bekannt. Denn das sind natürlich super Partner, wenn es darum geht, wie setze ich so eine Kohorte auf. Und wir werden dann aber auch natürlich Umweltfaktoren, wo die UG schon aktiv ist, oder auch die Tieranalysen, die das Friedrich-Loeffler-Institut durchführt, versuchen dann synergistisch zu nutzen. Die zweite Region ist Sub-Saharan-Afrika, also sind die tropischen Regionen Afrikas, denn die sind aufgrund verschiedener Faktoren, die ich jetzt gleich darstelle, Hochrisikogebiete für die Entstehung von neuen Zoonosen, aber leider auch interessanterweise auch von antimikrobiellen Resistenzen. Und zwar beruht das darauf, dass wir in diesen Regionen eben nicht nur, wie Sie unten sehen, eine wunderschöne Biodiversität haben. Deswegen wünschen sich auch
einige von uns gerne da im Urlaub mal hinzufahren, um tolle verschiedene Tierarten zu sehen auf irgendeiner Safari. Jetzt ist nicht ganz Afrika ein Nationalpark, das wissen wir alle. Das ist eher leider sehr punktuell nur noch so. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dort gibt es eine hohe Diversität an interessanten, schönen, faszinierenden Tieren. Und in diesen Tieren wiederum haben sie natürlich eine Diversität an Mikroorganismen, unter denen dann wiederum auch ein bestimmter Anteil potenzielle Pathogene sind. Was wir auch dort in den Regionen haben, sind sehr enge Mensch-Tier-Kontakte, sei es in der Viehzucht, als auch eben bei der Jagd nach Bushmeat, also den Wildtieren, dazu später noch mehr. Und wir haben leider auch, wie Sie auf der rechten Seite sehen, wirklich massive Klimawandel. Auf der lokalen Ebene, da gibt es Nationalparks, in denen ich seit über 20 Jahren immer wieder zurückkehre und dort Langzeitprojekte habe mit meinen afrikanischen Partnerinnen und Partnern, wo diese Parks von einem reinen Regenwald, wo es kaum eine Saisonalität gab, beziehungsweise in der Regenzeit und eine Trockenzeit, aber die Trockenzeit war immer noch etwas, was wir als Regenzeit sehen würden aus Greifswalder Perspektive. Das heißt, das war immer grün. Diese Wälder sind inzwischen saisonale Wälder, wo in der Trockenzeit die Blätter von den Bäumen fallen, man wirklich weit gucken kann in einem Urwald. Ja, da hat sich wirklich was verändert. Und das geht natürlich einher oder ist verursacht durch die Lebensraumzerstörung, die wir dort haben, durch die Abholzung, durch die Schaffung großer Monokulturen. Das hat natürlich das Klima massiv verändert. Was auch neu ist und was hinzugekommen ist jetzt, ist die hohe Mobilität. Also vor 20 Jahren noch, wenn wir in unsere Studiengebiete, in die letzten Urwalddörfer irgendwo gezogen sind, ist man wirklich lange gereist. Teilweise kam man nur zu Fuß hin, alles Gepäck irgendwie im Rucksack oder mit unseren Trägern dann auf dem Kopf dann da irgendwo hingetragen. Heutzutage kommen sie in die entlegensten Winkel von Berlin aus, sage ich mal. Von Greifswald ist nochmal ein Tag extra, das musste ich jetzt mühsam lernen. Aber von Berlin aus auf jeden Fall sind sie innerhalb von 3 Tagen in den entlegensten Urwalddorf, was Sie sich vorstellen können. Wenn ich Zeit hätte, würde ich mit Ihnen eine Wette abschließen, dass ich das schaffe. Ja, also das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass die Erreger andersrum wesentlich schneller aus dem entlegenen Urwalddorf herauskommen in die nächstgrößere Stadt und das Risiko, dass sie die Weltreise antreten, ist enorm gestiegen. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. So war es original, so dass die kleinen Ebola-Ausbrüche, die berichtet worden sind, viele sind wahrscheinlich gar nicht berichtet worden, eher sehr regionaler Natur waren, denn der Erreger macht akut und schnell krank. Das heißt, man hat gar nicht die Zeit, bis zur nächsten größeren Stadt zu laufen oder irgendwie zu kommen, bevor man schwer erkrankt oder stirbt. Und auch die Seuchenmaßnahmen, die seuchenhygienischen Maßnahmen haben natürlich viel besser gegriffen, weil wir eine natürliche Isolation haben. Ich sage nicht, dass das wieder ein Ziel ist. Die Leute sollen sich natürlich auch weiter entwickeln und die Zivilisation nimmt überall, was auch immer Zivilisation ist, aber dieser Fortschritt nimmt überall seinen Lauf. Aber inzwischen sehen wir leider, wie an den letzten 4 Ebola-Ausbrüchen mindestens zu sehen, sie erreichen immer die größeren Städte und sind dort natürlich wesentlich weniger leicht zu überwachen, durch solche hygienischen Maßnahmen einzudämmen. Das Contact Tracing wird immer schwieriger. Das heißt, das hat wirklich einen Einfluss, den wir selbst bei den hochakuten Erregern sehen. Und bei Erregern, die jetzt nicht sich so schnell manifestieren, ist es natürlich viel drastischer. Da werden wir den Erreger erst entdecken, wenn er irgendwo in Europa oder in den USA oder so auftaucht. Was auch mit dieser hohen Mobilität einhergeht, ist das unglaubliche Bevölkerungswachstum, auch in den dörflichen Gegenden, der wirklich kaum wirklich gut beschrieben ist. Und der wiederum ist leider nicht gekoppelt mit der Verstärkung von Gesundheitsinfrastrukturen. Und das ist wirklich etwas, was ein sehr ernstes und sehr wichtiges Thema ist. Die Infrastrukturen waren schon sehr lange nicht so, wie sie sein sollten. Auf keinen Fall sind die Ärztinnen, Ärzte, Krankenpfleger so ausgebildet, dass sie vielleicht auch etwas Neues leicht erkennen würden, ein Cluster beschreiben würden und auch noch dieses Melden, vielleicht auch noch eine Probe nehmen könnten und an ein Labor, was dann auch noch fähig ist, es zu untersuchen.
Es gibt regional inzwischen Leuchttürme, die gut sind in der Diagnostik, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo oder auch in Uganda und in Westafrika haben wir auch einiges aufgebaut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas Unbekanntes oder Wiederauftretendes nicht erkannt wird, ist unglaublich hoch. Ja. Und das eben insgesamt ist dieser gefährliche Mix. Und das ist auch, warum ich immer sage, wir müssen die Gesundheit global denken. Wir müssen Public Health global denken. Wir können nicht darauf zählen, dass wir hier in Deutschland dann die Erreger nur rechtzeitig erkennen. Wir müssen vor Ort Kapazitäten schaffen für eine bessere Surveillance und eben auch inklusive einer besseren Diagnostik. Und das ist auch etwas, wo ich hoffentlich vielleicht mit der UMG zusammen und unseren Partnern in den Ländern auch noch weitere Partnerschaften etablieren kann, damit wir einfach punktuell wenigstens da einen kleinen Unterschied machen können. So, das sind also die Gründe, warum wir in Sub-Saharan Afrika auch aktiv sein wollen und auch warum es für uns hier in Greifswald und in Mecklenburg-Vorpommern relevant ist, dass wir in solchen entlegenen Regionen forschen und versuchen, eben die Zusammenhänge zu verstehen. Der Forschungsansatz, den wir gewählt haben, ist nicht auch uns auf einen spezifischen Erreger zu fokussieren, auch wenn ich dadurch eine klassische oder harte Schule gegangen bin. Die ersten Proben, die ich dann mit nach Berlin schleppte, sollte ich dann natürlich auch die Retroviren untersuchen, wegen diesen Bushmeat-Jägern und die Rolle der Schimpansen als möglicher Ursprung vom HIV-1. Und mir wurde dann immer gesagt, Fabian, konzentriere dich mal auf einen Erreger, so wird nie was aus dir. Ich habe mich immer gewehrt und habe gesagt, nein, der Mensch war krank oder der Schimpanse war tot. Ich will rausfinden, was ihn krank gemacht hat. Ich will rausfinden, was ihn umgebracht hat und habe diesen breiten diagnostischen Blick, den den Klinikern unter ihnen ganz normal und natürlich vorkommen mag, habe ich auch versucht zu behalten. Und so habe ich dann sozusagen während der Doktorarbeit, wo ich eigentlich zu Retroviren forschen sollte, auch schon einen neuen Antragstyp entdeckt. Böserweise ein Bakterium in einer Virologieabteilung, aber dazu dann später mehr. Das heißt, wir behalten den breiten Blick. Wir werden uns auch nicht fokussieren auf nur ein spezifisches Reservoir, zum Beispiel Nagetiere oder Arthropoden, bestimmte Mücken. So etwas könnte man als Fokus nehmen, passt auch in ein One-Health-Konzept, aber auch dabei bleiben wir breit, sondern wir schauen uns eben an, was zirkuliert in der Population, was macht die Mensch und Tier krank, wo kommt es her und was sind die Trigger, um eben hier vor allem im Bereich der Prävention eventuell einen Unterschied machen zu können. Das heißt, wir haben natürlich dann Spezialisten und Kooperationspartner für die individuellen Erreger. Manche Erreger können wir auch, wir arbeiten sehr viel molekular, diagnostisch und NGS und so weiter, findet man natürlich irgendwie alles mit. Aber das heißt, wir behalten diesen breiten Blick und wenn wir dann was Spezifisches gefunden haben, an Spezialistinnen, Spezialisten brauchen für eine Salmonelle, für ein Retrovirus, für was auch immer, dann haben wir unser Netzwerk und erweitern es auch sehr gerne, um dann eben da diese tiefgehende Expertise, die wir aufgrund des breiten Blicks niemals haben können, eben dann an Bord zu holen. Das Ganze habe ich dann in dem Organigramm oder in dem Aufbau des Helmholtz-Institut für One Health auch verankert. Vorgegeben war quasi diese zwei Hauptthemen hier zu den Zoonosen und zur antimikrobiellen Resistenz. Wichtig ist dann auch der evolutionäre Blick. Ja? Wo kommen die Erreger evolutionär her? Wie haben sie sich entwickelt? Was ist beim Species Jump passiert? Das heißt, das ist eine Abteilung, die dann die anderen Abteilungen sehr bei ihren Fragestellungen unterstützen wird und auch den Blick in die tiefere Vergangenheit lenken wird. Was ist vor 120 Jahren passiert? Ja. Aber wichtig ist hier, dass wir diese drei Abteilungen, und dann gibt es auch noch Nachwuchsgruppen, die nicht in Isolation nebenher arbeiten, denn dann hätten wir das One-Health-Konzept verfehlt und auch keine Power, sondern wir werden zusammenarbeiten an einem gemeinsamen Großprojekt. Und das ist die sogenannte One Health Surveillance, die wir eben an so einer Core-Unit verankert haben. Und dazu werde ich jetzt gleich
mehr berichten. Die zweite Core-Unit ist quasi am Ende der ganzen Pipeline, dass wir auch unbedingt wollen, dass unsere Daten systematisch analysiert und übergreifend analysiert werden und auch nach außen hin zur Verfügung gestellt werden. Und auch eben datentechnische Schnittstellen mit UMG und UG, Friedrich-Loeffler-Institut, HZI und Partnern außerhalb eben zu generieren. So, also die One Health Surveillance, wie sieht die aus? Wie gesagt, wir haben unsere zwei Fokusregionen und schauen uns dann Gradienten an. Wir schauen uns die Gradienten an vom originalen Habitat, also ein intakter Wald, bis hin über die Felder, die landwirtschaftlichen Flächen in die Dörfer hinein und wahrscheinlich auch für bestimmte Komponenten dann die nächstgrößere Stadt. Und diese Gradienten haben natürlich verschiedene Faktoren. Das Klima ist verschieden, das Habitat ist verschieden, die Tier-Mensch-Komposition, Mensch-Tier-Kontaktpunkte, verschiedene Risikofaktoren sind natürlich unterschiedlich. Und das, genau, das im Prinzip in beiden Regionen. Und was wir dann konkret machen wollen, ist eben eine One Health Kohorte aufzubauen, und zwar, oder Kohorten. Und zwar ist das eher, soweit bis jetzt besprochen, mit den Kollegen von SHIP, Henry Völzke und so weiter, dass wir ein Oversampling machen von Menschen mit einer hohen Expositionsrate gegenüber Natur- und Tierwelt. Das wären also irgendwie so etwas wie Landwirte, Jäger, Förster, Menschen mit engen Kontakten. Und dieser Kohorte, das ist die Natur der Kohorte, die werden wir halt natürlich über hoffentlich viele Jahre folgen, aber nicht nur eben den Menschen, sondern auch systematisch sämtliche Umfeldfaktoren, mit denen die Menschen eben in Kontakt kommen, sei es Mikroklima, Klima, Biodiversität, also Tierkomposition, Tierkontakte, genau, und das wird systematisch eben auch natürlich beprobt. Ein paar Beispiele, das kommt jetzt alles aus dieser afrikanischen Ecke, weil ich da eben viel an modularen Aspekten schon mitbringe für den Aufbau dieser One Health Surveillance. Sind unsere Studien, die wir zu Bushmeat-Jägern, also Bushmeat bezeichnet man quasi die Jagd nach den Wildschweinen in Afrika. Ja, haben wir hier in MacPom natürlich auch, aber die Jagd eben nach diesen Tieren. Und das passiert in verschiedenen Kontexten. Wir haben die traditionelle Bushmeat-Jagd, gerade bei den Bahaka, also den Menschen, die dort wirklich aus der Gegend kommen, seit Generationen auch quasi semi-nomadisch im Einklang mit der Natur leben. Ja, da haben wir dieses traditionelle Bushmeat-Jagd, das ist einfach deren Nahrungsgrundlage, ist Fischen und Jagen. Und da wird ganz, ganz wenig angebaut. Ja, ein ganz paar Maniokpflanzen finden Sie vielleicht. Das heißt, ein originales Setting. Im Vergleich schauen wir uns die moderne Bushmeat-Jagd an, die leider ein Riesenkommerz ist. Die Leute gehen Bushmeat jagen, um es dann für viel Geld in den afrikanischen Großstädten zu verkaufen, weil es leider so eine Art Mode ist oder so eine Tradition, was die Leute beibehalten worden. Und da kostet dann ein Kilo Affenfleisch wesentlich mehr als ein Kilo Filetsteak. Ja, das heißt, da ist auch starke ökonomische Kräfte dahinter. Und das ist natürlich etwas, wo wir sagen, das muss eigentlich nicht sein, das könnte man abstellen, dafür zerstören wir auch keine alten Kulturen. Aber egal, was wir uns anschauen, es geht immer darum, wer geht jagen, was wird gejagt, wie wird damit umgegangen, wie wird es in den Haushalten verteilt und was für Krankheitserreger finden wir natürlich bei Mensch und Tier in diesem Kontext. Und wie Sie hier auf der rechten Seite sehen, ist es auch zum Beispiel in dieser Region, in der Demokratischen Republik Kongo, sind es traditionell sogar die Kinder, die Tiere auseinandernehmen mit der großen Machete. Die haben natürlich auch Wunden an den Händen. Also das heißt, der Blut-Blut-Kontakt ist hier quasi an der Tagesordnung. Und nur ganz kurz, ich bin eigentlich erstaunt, wie wenig Zoonosen wir dafür sehen, dass wir so intensive tägliche Kontakte mit tonnenweise Bushmeat. Wir reden hier nicht über Ausnahmefälle. Es gibt Studien, dass also ein Nationalpark in der DRC, da werden 6 Millionen Tonnen pro Jahr extrahiert. Ja, das ist also massiv. Dafür bin ich erstaunt, mit wie wenig Krankheitserreger wir uns eigentlich so rumzuschlagen haben.
Genau, in dieser einen Studie hier als Beispiel, da waren in der Demokratischen Republik Kongo, da in der Bandundu-Region und dann im Thai-Nationalpark Elfenbeinküste so ein bisschen das modernere Setting. Und dann werden natürlich nicht nur Proben genommen von den Menschen und den Tieren, sondern es finden auch intensive Befragungen statt zu eben dem Umgang mit dieser Nahrungsquelle, aber auch zu der Wahrnehmung. Empfinden die Leute das als Risiko? Würden sie auch etwas mit nach Hause bringen und essen, was sie frisch tot im Wald finden? In vielen Kulturen ist das ein Geschenk Gottes. Hat man quasi die Schlinge oder die Kugel gespart? Oder wissen Sie, dass es damit assoziierte Risiken gibt? Wir wissen, dass einige oder viele der Ebola-Ausbrüche gerade auf diesen Kontakt zu doch noch tot gefundenen Wildtieren eben zurückzuführen ist. Ja, das heißt, das sind viele Hintergrundfragen, die da eben dann aufgenommen werden. Und dann wird das alles hier in so einem kleinen improvisierten Probenvorbereitungslabor vor Ort dann alles verarbeitet, möglichst platzeffizient, denn für diese Region zum Beispiel muss man so eine kleine Cessna chartern, um überhaupt dahin zu kommen. Und also das kostet entsprechend auch ein bisschen Geld. Und wenn man da einmal hingeflogen ist und sagen wir mal, die Nadeln vergessen hat oder die Skalpelle, dann kann man eigentlich nichts machen, weil es gibt nichts, sondern kann nur noch das Flugzeug ordern und zurückfliegen. Dann sind es aber wieder 5.000 € los. Also das muss sehr, sehr gut geplant sein und organisiert. Ein Beispiel, was wir gefunden haben, wir haben auch an einem breiten Spektrum von Krankheitserregern und Mikroorganismen untersucht, aber ein Beispiel hier sind die semialen T-Zell-Leukämie-Viren, die wir eben untersucht haben und siehe da, es gibt Übertragungen von diesem Bushmeat auf die Menschen. Die Frage ist nun natürlich, wird die Infektion weitergegeben. Wir wissen, dass ganz viele dieser zoonotischen Übertragungsereignisse ja Dead-End-Infections ist und insofern nicht wirklich weiterkommen. Zum Glück, da funktionieren die Artenbarrieren. Wir wissen auch nicht durch diese Studie jetzt, ob wir Krankheiten verursachen, die tropische spastische Parese zum Beispiel oder die adulte T-Zell-Leukämie. Dafür brauchen wir Kohorten. Und das ist eben das, was unser großes Ziel ist für den Aufbau dieser Kohorten mit diesen Bushmeat-Jägern. Was wir aber schon sagen können, ist, wer zerlegt die Tiere, wer kocht und so weiter. Also bestimmte Risikofaktoren kann man eben sich anschauen. Und was dann wichtig ist, ist, dass wir in die Dörfer zurückgehen, die Ergebnisse relativ neutral mit den Leuten diskutieren, ihnen sie vorstellen und dann hören und nachhorchen, ob sie das selber als Problem empfinden und was sie selber vorschlagen würden, um Risiken zu reduzieren. Ja, es bringt nichts, dahin zu gehen und sagen, ihr sollt das nicht mehr essen, ihr bringt uns alle irgendwie hier die Seuchen. Das wurde lang genug versucht von verschiedenen Gruppen, keinerlei Instituts- oder Institutionsnamen hier. Aber es bringt auch nichts, da mal eben eine Hühnerfarm hinzusetzen und sagen, jetzt esst ihr bitte nur noch das, sondern man muss mit den Leuten zusammen überlegen, was kann man machen und was wären Alternativen. Und nur dann hat man eine Chance, dass das Ganze auch auf fruchtbaren Boden fällt. So, die zweite Art der Surveillance, die wir genau in der gleichen Gegend, wo wir diese Risikogruppen, Kohorten haben, ist eine klinische Surveillance, wo wir eben mit den Ärztinnen, Ärzten, Krankenpflegern in diesen kleinen lokalen Krankenhäusern, das ist wirklich dann ein Arzt meistens, zwei Infirmiere, zwei Krankenpflegerinnen, vielleicht manchmal noch eine Hebamme. Mit denen arbeiten wir zusammen, haben bestimmte Falldefinitionen und dann werden eben Patienten rekrutiert aus dieser Community, wenn sie eben ins Krankenhaus gehen. Und gerade jetzt im afrikanischen Kontext gehen die Leute erst ins Krankenhaus, wenn es wirklich ernst ist. Das ist nicht so wie hier in Deutschland, wo man vernünftigerweise auch hoffentlich relativ frühzeitig zum Arzt, Ärztin jedenfalls geht, sondern die Leute gehen leider oft ins Krankenhaus, sagt man, haben sehr wenig Chancen, auch wieder lebendig rauszukommen, was auch ein Problem ist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig zu sehen, unter den Mikroorganismen, die wir jetzt finden in diesem Tier-Mensch-Interface, was kommt dann so beim Menschen an, dass es auch Krankheit verursacht. Auch da haben wir in den letzten Jahren eine schöne Studie noch zu meiner Zeit am Robert-Koch-Institut durchführen können.
innerhalb eines BMWF geförderten Netzwerkes, dieses Andemia, African Network for Improved Diagnostics, Epidemiology and Management of Common Infectious Diseases. Wenn man lange Titel macht für seine Projektanträge, dann immer ein schönes Akronym, sonst hat man keine Chance, da irgendwie weiterzukommen. Auf jeden Fall haben wir hier uns akute respiratorische Infektionen angeschaut, dann die severe gastrointestinalen Infections und Fieber, die nicht durch Malaria hervorgerufen wurden. Und zwar das in 4 Ländern Afrikas, in Burkina Faso, in der Elfenbeinküste, Demokratische Republik Kongo und in Südafrika, unter der Leitung unserer afrikanischen Partner. Was wirklich toll ist, das war in dem Trolltext auch ganz klar formuliert, also der PI, Koordinatorin in unserem Fall, sollte aus Afrika kommen. Das war hier oben links zu sehen, Chantal Akwakofi, Professorin, Dekanin eine der 2 medizinischen Universitäten an der Elfenbeinküste, eine Langzeit Kooperationspartnerin von mir, und die hat das ganze Netzwerk gemanagt, und dann in jedem Land hatten wir natürlich entsprechende PIs. Und was wir uns dann angeschaut haben, sind Widergradienten von eben den trockenen Regionen in die Regenwaldregionen, und da haben wir verschiedene Charakteristika. Also in den trockenen Regionen haben sie eher die Nutztierhaltung, viel Mensch-Vieh-Kontakt, in den Regenwaldregionen eher das, was wir eben auch ein bisschen gesehen haben, Mensch-Tier-Wildtierkontakte. Und dann haben wir auch sämtliche Diagnostik in den Ländern so wie es ging, an den entsprechenden Punkten gemacht. Das heißt, natürlich ist man in dem Mini-Krankenhaus auf Schnelltests und vielleicht ein Mikroskop beschränkt. Aber in unseren afrikanischen Partnerlaboren in jedem dieser Länder haben wir dann die sämtliche PCR-Diagnostik bis hin auch zu ersten Sequenzierungen durchgeführt. Es wurden virologische Analysen gemacht, aber auch eben bakteriologische Analysen mit Fokus auf antimikrobielle Resistenz. Das Ganze ist sehr viel Arbeit. Wir haben am Anfang 2018 das aufzubauen mit dem Training der Case Definitions, mit Aufbau oder Verstärkung der Laborkapazitäten in den Ländern selbst. Wir haben angefangen, die Patientinnen dann zu rekrutieren und sind inzwischen bei über 16.000 Freiwilligen eben aus diesen verschiedenen Regionen, die alle eben diesen Case Definitions dann eben auch entsprechen. Und die Proben wurden dann vor Ort mit verschiedenen Multiplex, meistens Real-Time-PCR-Assays untersucht. Und das ist sozusagen der erste Satz an Befunden, der eben vor Ort erhoben wurde. Zusätzlich wurde Blutkultur eben gemacht. Was wir dann auch für spezifische Erreger von großem Interesse etabliert haben, ist die Genomsequenzierung, basierend vor allem auf Sequenzierverfahren. Hier waren die Viren im Fokus. Und während dieses Surveillance lief, ist die ganze Corona-Studie dann losgegangen. Das heißt, wir konnten dann auch zeigen, wie die Coronaviren dann Teil der Problematik wird bei den schweren Atemwegserkrankungen, und haben auch sehr schnell mit unseren afrikanischen Partnern dann die Genomsequenzierung für Elfenbeinküste und Burkina Faso im Rahmen eines anderen Projekts auch in der Zentralafrikanischen Republik etablieren können. Und so waren unsere Partner dann auch Teil des Konsortiums und haben ihre Daten zur Verfügung gestellt, dieser tollen Initiative, wo unter der Leitung von südafrikanischen Kollegen dann eben hier mal geschaut wird, was passiert eigentlich gerade mit Corona in Afrika, was ja wirklich oft bei diesen Erregern so eine Art Blackbox ist. Keiner weiß, was passiert mit dem Erreger, und dann kommen sie irgendwann zu uns nach Europa zurück und dann charakterisieren wir wieder und wir wundern uns, was zwischendurch passiert ist. Und da konnten wir eben auch für 3 Länder eben erste entsprechende Daten steuern. Das zeigt, es bringt etwas, diese Langzeitprojekte zu haben, weil wenn dann was Neues hinzukommt oder ein Notfall eintritt, dann sind unsere Partner immer diejenigen, die natürlich durch die Routine fit sind, um sich dort dann sinnbringend und einzubringen. Was wir auch haben, sind ganz viele Daten zu möglichen Co-Infektionen. Möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber wichtig ist, dass wir durch diese Multiplex-Assays, die quasi so das klassische Spektrum an Erregern hier in Europa abdecken oder in der nördlichen Hemisphäre, damit wir schon einen großen Teil der Infektionen oder der
aufklären können, aber auch viele Unbekannte haben. Ja, selbst bei den respiratorischen Erregern, und das waren wirklich die SARI-Definitionen, haben wir immer noch gute 10% an Patientinnen und Patienten, wo wir kein kausatives Agens gefunden haben. Das ist etwas, was wir jetzt momentan mit unseren Partnern weiter untersuchen. Da kommt dann dieser ganze NGS und so weiter, Hokuspokus mit ins Spiel. Die Nicht-Malaria-Fieber ist extrem niedrig, wenn Sie das hier sehen. Das liegt aber vor allem daran, dass hier wahrscheinlich auch Arboviren eine wichtige Rolle spielen und diese Viecher sind leider, haben ja nur so eine kurzzouveränische Phase, sind schwer nachzuweisen, vielleicht schon weg. Dann muss man dann auch mit serologischen Tests, IgM und so weiter nachweisen, noch dran gehen. Also da würde ich jetzt nicht hier irgendwie sagen, das ist alles neu, oh Gott, sondern da ist technisch auch noch sehr, sehr viel nachzuholen. Die dritte Art der Surveillance ist eine Wildlife Surveillance. Das traue ich mich jetzt hier diesem vor allem humanmedizinischen Publikum auch zu erzählen, denn die Frage ist, was an Mikroorganismen finden wir denn noch draußen in den intakten oder auch nicht mehr intakten Urwäldern oder Wäldern dieser Welt? Wenn Sie da anfangen, zum Beispiel Mücken zu fangen und die auf Zellkulturen zu schmeißen, dann finden Sie Tod und Teufel 1000 lustige neue Viren. Taxonomisch super interessant, will ich überhaupt nicht kleinreden hier. Aber die Frage ist natürlich, welche dieser Mikroorganismen haben auch eine klinische Bedeutung? Und theoretisch wäre ein Ansatz, irgendwelche Labormäuse in den Urwald zu stellen und gucken, woran sie sterben. Aber leider sterben die da sofort an dem nächsten kleinen Bakterium, was um die Ecke biegt, weil die damit natürlich nicht klarkommen können. Wir können auch keine Volontäre in den Wald als Versuchskaninchen schicken. Das ist ethisch recht bedenklich. Sondern was wir uns hier eben zunutze machen, ist, dass im afrikanischen Kontext in diesen Gegenden unsere nächsten Verwandten wohnen. Ja? Und ich möchte das hier nochmal uns darstellen. Wir sind taxonomisch Menschenaffen. Ja? Wir gehören hier eindeutig mit zu diesen Tieren. Wir haben den Bonobo, den Schimpansen und den Gorilla und wir sind hier zwischendrin. Das heißt, diese Eigenschaft haben wir uns ja lange zu eigen gemacht oder genutzt, um Versuche zu machen an Menschenaffen. Was macht Hepatitis C beim Schimpansen? Irgendwelche Impfstoffe getestet und so weiter. Gerade in amerikanischen Laboren war das sehr beliebt. Und wir haben den Ergebnissen blind quasi getraut. Ja, wenn das bei dem Viech funktioniert, dann muss es bei uns ähnlich sein. Genau das nutzen wir uns aber andersrum. Denn die Tiere leben, wie gesagt, natürlicherweise in diesen Wäldern. Sie leben dort von den Pflanzen, sie fressen hier Blätter, sie fressen Früchte. Und Schimpansen und Bonobos sind eben keine Vegetarier, sondern die gehen auch auf die Jagd. Gerade die Schimpansen jagen gerne andere Affenarten. Das heißt, hier haben sie ein Primat-Modell für Interspeziesübertragung. Und wir arbeiten mit diesen Tieren, indem wir kooperieren mit Artenschutzorganisationen, zum Beispiel dem WWF, oder mit Primatologen, die ich auch eingangs erwähnte, wie dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Ja, und hier kennen die Leute die Tiere individuell, sie haben sie an sich gewöhnt, wir passen die nicht ein, wir dürfen sich in eine Hose legen, aber wir folgen ihnen seit vielen, vielen Jahren. Und wenn man genauer hinguckt, kann man dann auch irgendwann sehen, ja, man kann die Tiere gut auseinanderhalten. Wenn die Tiere dann sterben, wird es natürlich dramatisch, denn wenn sie keine Kugel im Kopf haben, muss es etwas auch Relevantes für uns Menschen sein, ist es höchstwahrscheinlich. Das heißt aber im Umkehrschluss auch wieder, wenn wir Autopsien durchführen, dann unter höchstmöglichen Sicherheitsvorkehrungen. Also wir gehen immer vom Worst Case Ebola aus und nur sehr gut trainierte Tierärztinnen und Tierärzte sind da eben dann vor Ort und führen in dieser einen Gegend, wo wir seit 20 Jahren sind, kontinuierlich Autopsien durch, wenn immer ein Tiertod gefunden wird. Die Primaten primär, aber auch andere, dann führen wir eben diese Autopsien durch. Über diese Sentinel-Funktion konnten wir bereits mehrere interessante Befunde erheben. Zum Beispiel konnten wir erstmals Lepra bei Schimpansen beschreiben. Es ist jetzt nicht verwunderlich, dass sie daran erkranken können. Die Frage ist, wo haben sie sich infiziert? Denn der Mensch gilt als Reservoir, aber diese Tiere haben keinen direkten Kontakt zu Menschen. Ja, also die Verhaltensforscher halten Abstand, haben Hygienemaßnahmen. Lepra überträgt sich nicht so leicht. Und hier haben wir eben
gute Hinweise darauf, dass es doch ein zusätzliches Reservoir draußen in der Umwelt gibt, etwas, was auch in der Lepra-Community wohl schon länger diskutiert wird. Das heißt, hier können die Schimpansen uns vielleicht zeigen, was da draußen noch an möglichen Reservoir genetischer Vielfalt vorkommt. Das zweite Beispiel, was dann wirklich die Tiere auch akut tötet, ist ein Bacillus cereus Biovaranthrax, also ein Bacillus, der Anthrax hervorrufen kann, also Milzbrand. Er sieht aber leider ganz anders aus. Er hat diese Filmdrehen, er hat eine zweite Kapsel und hier auf der rechten Seite haben Sie klassischen Anthrax und ist auch genetisch weit weg von dem klassischen Anthrax. Habe ich dazu einen Stammbaum? Nee, tut mir leid, habe ich jetzt leider keinen Stammbaum mitgebracht. Aber auf jeden Fall bildet er ein völlig separates Cluster irgendwo zwischen den Bacillus cereus. Wir wissen, dass er verschiedenste Tierarten inzwischen, also wir wissen inzwischen, dass er verschiedenste Tierarten befällt und töten kann. Also nicht nur verschiedene Primaten, inklusive Gorillas, sondern auch Elefanten und auch Nutztiere. Und auch bei Menschen gibt es erste Hinweise über Antikörper. Und das ist alles eben über diese Sentinel-Funktion, habe ich bereits bei meiner Doktorarbeit diesen Erreger schon gefunden. Inzwischen wissen wir, dass er sehr breit verbreitet ist und so weiter. So, wir haben also dieses Ensemble an Aktivitäten, die longitudinal über hoffentlich viele Jahre durchgeführt werden sollen. Und diese Daten und Proben werden dann in den Abteilungen bearbeitet, werden bei den Kooperationspartnern je nach Interesse weiter bearbeitet und einem breiten Netzwerk an Kolleginnen und Kollegen. Und wie gesagt, Datenmanagement dann zentralisiert, organisiert, weil jeder einzelne Wissenschaftler, Wissenschaftlerin dann meistens nicht so gut darin ist, das systematisch aufzuheben und auch zur Verfügung zu stellen. Jetzt ganz kurz noch zu den antimikrobiellen Resistenzen, die für uns ein wichtiges Thema sein werden. Und hoffentlich haben wir da bald eine neue Kolleginnen und Kollegen dann, die nächstes Jahr die Abteilung 2 übernimmt. Nur kurz dazu nochmal die Frage der Umwelt. Ich liebe dieses Paper, was dieses Jahr erschienen, genau im Januar, wo eben gezeigt wurde, dass diese lustigen kleinen Igel hier auf ihrer Haut Pilze tragen, die eben Beta-Lactam-Antibiotika herstellen. Und die Staphylokokken, Staph aureus, der auch auf diese Insel besiedelt, um zu überleben, muss Resistenzen herstellen. Ja? Und da gibt es dann, also lesen Sie das Paper, wenn Sie es noch nicht kennen, gibt es dann tolle geografische Links zwischen Vorkommen mit Igeln, mit dieser Kombination und sogar diesen bestimmten Typen an Resistenz beim Menschen. Ja? Und das zeigt einfach, dass wir übersehen haben, dass draußen in der Natur auch ein Kampf um Nischen stattfindet und wir vielleicht auch schauen sollten, was ist denn natürlicherweise draußen in der Umwelt. Denn das war jetzt nur das Beispiel des Igels, quasi ein Zufallsbefund, eine tolle Arbeit. Aber wir haben überhaupt noch nicht verstanden, was ist auf der mikrobiellen Ebene überhaupt los bei den vielen anderen Spezies oder auch einfach in der Umwelt. Wir haben das so ein bisschen mal untersucht im Rahmen von verschiedenen Arbeiten, wo wir geschaut haben, was für E. coli wird getragen von Flederflughunden in der Republik Kongo und zeigen, dass die keinerlei Resistenzen zeigen, interessanterweise, wobei wir da Organe untersucht haben und nicht die Haut. Das würde ich jetzt auch anders machen. Wir konnten aber auch zeigen, dass bestimmte Primaten ganz interessante neue Typen oder Serotypen an Staphylococcus aureus tragen, mit dem Team hier von Frieda Schaumburg und Georg Peters, damals in Münster. Und die Frage war dann, wird das denn übertragen? Weil, wie gesagt, die Menschen haben engen Kontakt zu den verschiedensten Tieren, sei es, weil sie essen wollen, wie hier Buschmidt haben wir besprochen, hier über direkten Hautkontakt, hier werden Flughunde lebendig verkauft, die sind hier in diesem Käfig, so ein bisschen wie die Forellen auf dem Biomarkt früher. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht oder darf, geht zu wenig auf den Markt, muss ich zugeben. Oder eben, weil wir die Tiere lieben und sie schützen wollen, hier Jane Goodall, die auch stets intensiven Kontakt zu den Tieren sucht. Und eine Frage, die wir uns einmal angeschaut haben mit Frieda Schaumburg und dem Team war eben, und übrigens Carsten Becker damals auch in Münster noch, war eben die Frage, wenn Mensch-Tier jetzt gerade in dieser Auffangstation in engen Kontakt ist, wie war gerade die Jane zu sehen,
holen wir uns dann neue Staph-aureus-Typen und nein, siehe da, es ist eher so, dass unsere Typen dann die Schimpansen infizieren und weil sie wesentlich fitter sind, unsere Staph-aureuse, eben diese natürlich vorkommenden aus ihrer Nische pushen und wir dadurch sogar ein Risiko schaffen, weil wir resistente Keime in eine Tierpopulation einbringen, die vielleicht auch dann über Auswilderungsprogramme wiederum in die freie Natur entlassen wird. Also das ist auch wiederum dann ein Artenschutzgedanke, den wir sehr legalerweise im Rahmen von One Health untersuchen. Das heißt, wir müssen diese Schleife denken, aber auch natürlich das andersrum, dass wir zusammen, dass wir natürlich mit den Resistenzen, die wir bei uns Menschen, die auch den Nutztieren schaffen, Umwelt wiederum kontaminieren, die dann wiederum Kontaminanten, die dann wiederum aufgenommen werden von den Peri-Urban Wildlife, von den Tierpopulationen, die eben dann in der entsprechenden Umwelt gefunden werden. Das heißt, hier sind die Zusammenhänge doch wesentlich weniger, also wesentlich komplexer, als wir ursprünglich dachten. Und ich glaube, da brauchen wir tiefgehende Studien mit Mensch, Tier und Umwelt, um zu versuchen, dieses komplexe Bild zu verstehen. Ja, da springe ich jetzt kurz drüber. Das ist dann so ein bisschen das Hauptthema dieser zweiten Abteilung von uns, aber auch eben mit dem klaren Ziel, dann dazu beizutragen, im Bereich von Prevention und besserer Behandlung einen Einfluss haben zu können. Jetzt ganz kurz noch, wir machen also Wissenschaft und wollen dann aber evidenzbasiert, und das ist sehr wichtig, auch in die Translation kommen, sodass wir diese Befunde, dass sie auch wirklich was bringen. Und da gibt es verschiedene Stoßrichtungen. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur daran, wir arbeiten nicht daran, jetzt einen tollen Impfstoff zu entwickeln. Das machen andere super und viel besser, als wir das wahrscheinlich könnten, sondern wir können mit unseren Daten und mit unseren Befunden erstens eine Plattform für viele andere bieten, die dann die Translation stärker in den Fokus nehmen können. Aber wir haben auch direkte Möglichkeiten zur Translation, zum Beispiel im Bereich der Pandemic Preparedness. Es besser vorbereitet sein, natürlich durch die Surveillance, durch die Etablierung diagnostischer Tools, dadurch auch die Surveillance, dann Digital Health, bessere Reporting-Systeme vor Ort und auch über Befunde und Beschreibung von Diversität von Mikroorganismen, vor allem hier auf der viralen Seite, Beitrag dazu, zum Beispiel möglichst generische Vakzine zu entwickeln. Ja? Also das ist ein Punkt, wo wir uns stark sehen. Der zweite Punkt ist im Bereich der Vorsorge, vor der Prevention, und das ist ein hartes Brett zu bohren, wir natürlich hoffen, in diesem nicht Top-Down-Approach die Leute dazu überzeugen, bestimmte Verhaltensweisen vielleicht zu verändern, da wo es möglich ist. Aber es können auch leichte Dinge sein, wie die klassischen guten Themen der Hygiene, Wasser, Lebensmittel. Und natürlich die Stärkung der Public and Veterinary Health, damit wir eben den Erregerdruck auf beiden Seiten reduzieren. Und das dritte ist, glaube ich, dieser One Health-Gedanke, dass wir den früh über unsere Projekte und die Netzwerke in die Köpfe der Menschen säen, dass man nicht immer die Lösung für ein Problem in seinem spezifischen Fachbereich sieht. Das werden wir sowohl hier im universitären Bereich versuchen. Wir haben ein erstes kleines Drittmittelprojekt, wo wir mit Schulen im Greifswalder Raum arbeiten werden. Und wir machen das natürlich auch in Afrika, indem wir mit den Communities, und werden das auch hier machen, indem wir mit den Communities über diese Themen reden und über aufklären. Und dann haben wir, genau, da haben wir verschiedene Zielrichtungen. Das andere ist, dass unsere Daten für Leute wie zum Beispiel Rolf Müller, aber auch hier an der Uni Greifswald, Sebastian Günther und so weiter, sich sehr interessiert für natürlich die Möglichkeit, neue antibiotische Substanzen zu entdecken und so weiter. Und dann auch unsere Mikrobiomdaten wiederum von hohem Interesse. Interessant sind auch die Wirtsseite, nicht nur Mikrobiom, sondern auch immunologische Faktoren, wo wir noch nicht gut aufgestellt sind, aber ja exzellente Partner und Partnerinnen hier vor Ort vorfinden und auch außerhalb. Die Frage bei dieser dauernden Exposition mit zum Beispiel in diesem Bushmeat-Jäger-Kohorten, was passiert denn mit dem Immunsystem überhaupt? Und die Frage auch, dass diese Daten wiederum für Biodiversitätserhalt und Artenschutz natürlich auch zusätzliche und Erhalten von Habitaten, inklusive dann die Frage des Klimaschutzes, auch das zusätzliche Argumente sind, die natürlich mit einem One Health-Konzept auch in diese Richtung genutzt werden dürfen.
So, also neben den Gründungspartnern, die ich ja schon erwähnt habe, kurz beschrieben habe, haben wir Kernkooperationspartner hier in den afrikanischen Ländern, auch innerhalb von Deutschland. Und wie Sie sehen, geht das hier vom Robert-Koch-Institut bis hin zum WWF. Also wir haben diesen breiten Spagat, den man bei One Health eben braucht. Wichtig für uns ist auch die nationale Forschungsplattform für Zoonosen, die ja im nächsten Jahr in eine One Health-Plattform überführt werden soll. Das ist natürlich auch sehr schön für uns zu sehen, dass verschiedene Ministerien da an einem Strang ziehen. Dann haben wir ein breites Netzwerk an Partnern für eben die spezifischen Fragestellungen von Umwelt, Biodiversität bis hin zu spezifischen Krankheitserregern. Und das Netzwerk wird natürlich auch noch wachsen, wenn die anderen Abteilungen jetzt belegt werden. Da kommen natürlich auch Menschen mit Netzwerken dann mit hinzu. Wichtig nochmal ganz kurz hier ist für mich die afrikanischen Partner. Wir machen eine Kooperation auf gleicher Augenhöhe. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir voneinander lernen. Natürlich sind wir in manchen Techniken ein Stückchen weiter vielleicht, aber diese Techniken lassen sich gut vor Ort implementieren. Andererseits gibt es vor Ort Wissen, von dem wir keine Ahnung haben und wo wir auch sehr viel eben lernen können von dem Umgang mit der Natur, gerade wenn ich da an diese eher originalen Settings denke. Ja, also das ist für uns wirklich sehr wichtig, dieses Netzwerk von Doktoranden, Masterandinnen bis hin zum Minister. Hier auf der rechten Seite ein Foto von einem Treffen, was wir im Rahmen von Andemia in Burkina Faso hatten. Und hier der Mann mit diesem tollen Anzug ist der damalige Gesundheitsminister von Burkina Faso, Nicolas Meda, damals, der uns auch sehr unterstützt hat. Das heißt, es ist wichtig, dass wir da wirklich in allen Ebenen unterwegs sind. Unten ein altes Foto von meiner Gruppe noch am Robert-Koch-Institut, deswegen haben wir auch keinen Mundschutz an bei diesem Foto. Inzwischen könnte man ja wieder mal ein neues machen, aber so weit sind wir jetzt hier noch nicht. Gut, das wäre es dann auch von meiner Seite. Wenn Sie sich interessieren für noch mehr Informationen, gerne kontaktieren Sie mich einfach jederzeit. Gibt auch, wir versuchen diese Homepage noch aktuell zu halten. Bald gibt es eine neue Helmholtz-Institut für One Health Homepage, die dann diese hier ersetzen wird. Aber hier haben wir dann immer so ein bisschen die News. Und da können Sie auch noch sehen, was wir so in der Breite noch machen. Gut, dann hoffe ich aber, es ist noch irgendjemand hier hinter meinem Bildschirm und ich habe Sie nicht zu Tode gelangweilt und wäre jetzt für Fragen, wenn das vorgesehen ist, bereit. Ja, also zunächst mal ganz herzlichen Dank von mir. Ich glaube, das hat echt einen großen Überblick gegeben und den Begriff One Health ins richtige Licht gerückt, oder zumindest wissen, glaube ich, damit alle etwas anzufangen. Und also ich kann nur von unserer Seite als Klinikdirektor für Anästhesiologie bestätigen, wir würden natürlich auch gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Wir haben eine Sepsis-Kohorte, eine eigene, so dass da bestimmt viele Ideen zusammenkommen können. So, jetzt ist es so, dass wir ganz schön viele Zuschauer haben. Wir können es über F&A machen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn Sie Ihre Hand heben, dass ich es unter Umständen hinbekomme, Ihnen eine Sprecherlaubnis zu erteilen, was mir wesentlich lieber wäre. Möchte jemand eine Frage stellen? Okay. Sagen Sie, Sie waren in Münster? Ich habe kooperiert mit Münster. Mit Münster kooperiert, also, weil ich habe Alexander Mellmann auch gesehen und genau, ja, Carsten Becker, Carsten Becker. ist ja jetzt auch hierher gewandert und damals Georg Peters war am RKI sehr aktiv als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats und das war so mein erster Kontakt zu Münster, aber wir arbeiten heute auch noch sehr gut zusammen. Okay. Herr Walter, haben Sie eine Frage? Oder war das noch die Hand von ganz am Anfang? Scheinbar. Weg ist die Hand. Dann weg ist die Hand, dann Berechtigung zu sprechen entfernen. Okay. Aha. Sehen Sie, ich kriege das schon hin. Gibt es weitere, oder gibt es jemanden, der eine Frage stellen möchte? Oder war jetzt alles total deutlich? Mich interessiert natürlich vor allem das Gebiet der Antibiotikaresistenz. Also auch an der Stelle, also Sie haben den Eindruck, dass
das Verständnis sowohl der Veterinärmediziner als auch der Humanmediziner sich in den vergangenen Jahren verbessert hat, zum Beispiel durch Antibiotic Stewardship-Programme. Wenn ich auf den Hof von Verwandten gehe und dann sehe, dass ins Milchpulver für Kälber gleich mal Antibiotika hineingetan werden, dann weiß ich nicht ganz genau, ob das stimmt. Und das sind dann auch Antibiotika, die auch gegen Clostridien wirksam sind, damit die Kälber, die über 600 Kilometer transportiert werden, in großen Transportern, nicht krank werden. Ja, also ich bin ja der Leiter der Abteilung 1 aus einem bestimmten Grund, weil das nicht mein Spezialgebiet ist. Und deswegen haben wir eine exzellente Kollegin oder einen Kollegen, sind wir gerade in der Berufungskommission sehr aktiv, um da eine kompetentere Antwort Ihnen liefern zu können. Was ich weiß oder was ich gehört habe bei einem Antibiotika-Workshop beim BFR, vor nicht allzu wenigen Tagen, war, dass die Reduzierung des Einsatzes der Antibiotika auch in der Tiermedizin und vor allem in diesem ganzen Futterbereich extrem, also dass da wirklich ein großer Unterschied existiert zu, und jetzt fragen Sie mich nicht, ne, also vor 5 Jahren oder 10 Jahren. Ja, okay. Ja. Es tut sich viel auf dem Sektor, das läuft jetzt nicht einfach so weiter, da gab es auch große Programme. Ja, also das auf jeden Fall, dass das noch nicht alles perfekt ist, kann ich mir auch durchaus vorstellen, aber da würde ich dann empfehlen, einfach die neue Kollegin oder den Kollegen dann im Jahr einzuladen oder so etwas. Ja. Dann gibt es 3 Meldungen, und zwar ausschließlich Lob für Sie, keine Frage. Es war sehr spannend und alles andere als langweilig, keine Frage. Aber ganz herzlichen Dank für den tollen Einblick in die spannende Forschung und danke für die interessante Vorlesung. Und da sich jetzt keine Fragen mehr ergeben, so ad hoc, würde ich mich auch anschließen und Ihnen ganz, ganz herzlich danken dafür, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben und diesen wirklich interessanten Einblick gegeben haben. Und ich kann mal sagen, es sieht so aus, als ob Sie ein sehr interessantes Leben haben. Ja, das denkt man. Ich sitze hier auch wie Sie am Schreibtisch. Wahrscheinlich ist es Ihre spannender. Aber gut, ich hatte mal ein sehr spannendes Leben. Genau. Oh, hier gibt es noch eine Frage von Britt Horney. Können Sie das sehen? Okay, ich bin oft in Tansania aktiv und sehe dort eigentlich in den Kliniken nur 3 Antibiotika: Ampicillin, Flucloxacillin und Ceftriaxon. Wie sind Ihre Erfahrungen mit 3. Generation Cefuroxim-Resistenzen? Also da gebe ich dem Kollegen absolut recht. Wenn man schaut, was in den Apotheken, ich habe die Details jetzt nicht im Kopf, aber was da verkauft wird, das sind maximal 3. Da ist man schon fast in einer guten Gegend gelandet, wenn Sie da 3 zur Auswahl haben. Und wenn Sie mit einer, sagen wir mal, egal welche Erkrankung zum lokalen Arzt gehen, dann wird er Ihnen immer was gegen Malaria, immer das eine Antibiotikum verschreiben, irgendwie noch was gegen Würmer und einfach das gesamte Spektrum, so ein bisschen wie die Tierärzte das früher gemacht haben. Ja. Und damit wissen wir natürlich, das sind Studien, die wir auch gerade mit Tim Eckmanns hier vom RKI weiterführen, basierend auf diesen Andenia. Was kommt denn vor? Also was wird verkauft in den Apotheken? Wie passt das zu dem Spektrum an Antibiotikaresistenzen, die wir auch bei den Patienten dann sehen? Und das ist natürlich ein ziemlich guter Match. Und das Thema ist aber viel komplexer noch als das. Wir haben das, was Sie in den Apotheken verkauft sehen. Dann gehen Sie mal auf den Markt das nächste Mal in Tansania. Tansania weiß ich gar nicht genau, wie es auf dem Markt aussieht. Da war ich noch nicht so oft. Aber jedenfalls in die Gegend, wie wir unterwegs sind, da haben Sie dann so einen kleinen, netten Berg an grünen Pillen. Daneben ist er mit den rosa Pillen und so weiter. Und da steht dann so ein kleiner handgeschriebener Zettel dran. Das ist dann gegen Kopfweh und das ist gegen bösen Pillen. Und das wird dann verkauft, je nachdem, wie viele man haben will. 1, 2, 3, 4, 10. Und das ist ganz oft, sind das eben auch Pillen, wo nichts drin ist, wo nur die Hälfte drin ist. Und da wird ganz, ganz viel rumgepanscht. Da gibt es einen großen schwarzen Markt. Wir haben in der Elfenbeinküste mit der Verantwortlichen für diese Antibiotika-Zulassung gesprochen. Die sagt, ja, wir haben unsere Liste an diesen, was auch immer, 20 Antibiotika, die wir zulassen. Aber wir wissen, dass das nur ein Viertel dessen ist, was wirklich irgendwie antibiotisch eingesetzt wird. Und da gibt es auch einen großen Markt, der bis nach China reingeht und so weiter.
das ist auch eine super wichtige Baustelle, wo auch mehr beforscht werden sollte. Was gibt es eigentlich für Märkte für Antibiotika und was nutzen die Leute da wirklich? Ja, also das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Gut, keine weiteren Fragen. Herr Lehndertz, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für den tollen Vortrag und vielleicht kommen wir ins Gespräch. Ja, ja, Würde mich gerne. sehr freuen. Ich glaube, wir sind Nachbarn. Wir sitzen ja in der alten Urologie. Ja, sehr gut. Da war vorher die Anästhesie früher. Ja, dann sehen wir uns mal. Alles klar. Alles Schönen klar. Abend allen. Tschüss. Tschüss.